Als Rentner nach Schweden auswandern, gibt es da eine Steuerfalle? Kann ich überhaupt als Rentner nach Schweden auswandern? Was ist mit meiner Rente? Was ist mit der Steuer? Wie bin ich krankenversichert? Braucht jeder in Schweden diese Personennummer? Ja, Antwort auf diese Fragen gibt es in diesem Video. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen und alle Inhalte mitzubekommen. Ja, drücke gerne die Glocke, um rechtzeitig informiert zu werden. Gebe einen Daumen nach oben, schreibe deine Meinung unten in die Kommentare. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin, Steuern einfach erklärt. Wir schauen uns das jetzt an, wie das als Rentner in Schweden ist und was man alles so beachten muss. Bleib also dran, bis gleich. Wie ist das mit der Einreise? Das Königreich Schweden gehört ja zur EU. Und von daher braucht man weder ein Visa noch eine Aufenthaltsgenehmigung. Will man sich länger in Schweden aufhalten, dann benötigt man diese 10-stellige Personennummer, so eine Identifikationsnummer, so ähnlich wie das bei uns ist, diese Steueridentifikationsnummer. Und in Schweden wird die genau wie bei uns bei der Geburt vergeben und begleitet einen das ganze Leben lang. In Schweden ist es so, dass der Neugeborene diese Personennummer bekommt und damit automatisch krankenversichert ist. Wenn jetzt Rentner nach Schweden einwandern und diese Personennummer beantragen, sind sie nicht automatisch krankenversichert. Dazu komme ich aber gleich noch zu sprechen. Wir schauen uns jetzt erstmal diese Einreisesachen an. Also wer länger als ein Jahr in Schweden bleiben möchte, der muss erstmal sowieso ausreichend finanzielle Mittel vorweisen und auch eine Krankenversicherung. Also ausreichend beginnt ab etwa 150.000 schwedische Kronen. Also das sind ungefähr so zwischen 14.000 und 15.000 Euro. Aktuell zum Stand dieses Videos zur Aufnahme war eine schwedische Krone, betrug 0,097 Euro. Also man kann rundgerechnet durch 10 rechnen, ja. So, wenn man jetzt nicht nachweisen kann, dass man ausreichend finanzielle Mittel hat und auch keine Krankenversicherung, muss man das Land nach 6 Monaten wieder verlassen. Nach 5 Jahren Aufenthalt wird ein Zertifikat ausgehändigt, das einen Daueraufenthalt ermöglicht. Jetzt kommen wir aber mal zu den Einreisebestimmungen, was für Schweden vorgesehen ist. Und zwar ist aktuell, heute ist der 14. Januar, 48 Stunden vor der Einreise oder vor der Abreise braucht man ein negatives Covid-19-Testergebnis. Das Testergebnis muss folgende Angaben enthalten: Name und Geburtsdatum der getesteten Person, Datum und Uhrzeit der Probenahme, Name von der Krankheit oder vom Infektionserreger, welche Art von Test verwendet wurde, das negative Testergebnis sowie Name und Anschrift des Zertifizierers oder Labors und was den Test eben durchgeführt hat. Und dieses Zertifikat, das kann auf Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Englisch oder Französisch verfasst werden. Alle ausländischen Reisenden über 12 Jahre müssen bei der Ankunft in Schweden einen negativen Covid-19-Test vorlegen, und zwar unabhängig von dem Status, ob er geimpft oder genesen ist. Also man muss nicht geimpft sein, um nach Schweden einreisen zu können. Aber seit dem 9. Januar 2022, also seit vergangenen Sonntag, ist Schweden als Hochrisikogebiet eingestuft. Und mit Wirkung vom 9. Januar 2022 wird auch von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Schweden gewarnt. Informieren könnt ihr euch auf der Seite www.chrisinformation.se/en. Da findet ihr alles über Gefahren und Risiken, Katastrophen und Vorfälle sowie Hinweise zu Hilfen und Leistungen. Grundsätzlich wird um die Einhaltung der Abstand- und Hygieneregeln gebeten. Aber die Lage kann sich ja natürlich sehr schnell verändern und anders entwickeln. Also insbesondere diese Covid-19-Bestimmungen unterliegen ja laufenden Änderungen. Deswegen holt euch unbedingt tagesaktuelle Informationen ein, damit ihr wirklich auf dem Laufenden seid. Es ist wirklich krass, wie sich das täglich ändert. Wie sieht es jetzt aus mit der Rente? Also zur Rente gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Die Rente von der deutschen Rentenversicherung, die Riester-Rente, die Rürup-Rente, die werden alle ohne Probleme überwiesen. Auch die Werkspensionen und Beamtenpensionen.
Was mit Vorsicht zu genießen ist, wer noch nicht regulärer Altersrentner ist und eine Erwerbsminderungsrente bezieht, für deren Anspruch auch die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine Rolle spielt, kann diese Erwerbsminderungsrente unter Umständen verlieren. Also wenn dich das betrifft, dann lass dich unbedingt bei der deutschen Rentenversicherung beraten. Ja, und auch die Auszahlung von privaten Rentenversicherungen, Werkspensionen, Ruhestandsbeamte ist alles ohne Probleme möglich. Mehr gibt es da eigentlich zum Thema Rente nicht zu sagen. Die Krankenversicherung. Zum Sozialsystem in Schweden gehört auch eine schwedische Krankenversicherung. Und zwar ist das die staatliche Försäkringskassa. Ich kann kein Schwedisch, so ähnlich, also diese Versicherungskasse. Eine Art Sonderstellung nehmen die Rentner ein, die deutschen Rentner, die ihren Lebensabend in Schweden verbringen möchten. Ich hatte ja vorhin kurz angesprochen, dass man solche Personennummer beantragt. In Schweden ist jede Abgeburt automatisch durch diese Personennummer krankenversichert. Bei Rentnern, bei deutschen Rentnern, die ihren Lebensabend in Schweden verbringen und eine schwedische Personennummer beantragen, sind natürlich nicht automatisch versichert, weil die auch nicht in das System eingezahlt haben. Die Rentner, die eine gesetzliche Rentenversicherung beziehen, sind ja in der Regel über die KVDR, über die Krankenversicherung der Rentner krankenversichert. Und die Beiträge dafür werden ja normal von der Rente einbehalten. Das schwedische Finanzamt lässt als Versicherungsnachweis das EU-einheitliche Formular S1 gelten. Es gilt aber nur für gesetzlich Krankenversicherte. Und mit diesem Formular wird bestätigt, dass für diesen Rentner in Deutschland eine gültige Krankenversicherung existiert. Die deutsche Krankenkasse zahlt für diese Person jährlich eine Pauschale an den schwedischen Sozialversicherungsträger. Und dieser Pauschalbetrag, der richtet sich nach dem Alter der Person und der wird auch regelmäßig angepasst. Ja, die in einer privaten Krankenkasse versicherten Rentner und Pensionäre müssen das mit ihrer jeweiligen Krankenkasse besprechen. Und nochmal ein ganz kurzer Hinweis: In Schweden müssen für Arztbehandlungen und Krankenhausaufenthalte auch Zuzahlungen geleistet werden, genauso wie ihr es von Deutschland kennt. Die Sprache. Ja, die schwedische Sprache, die ist seit 2009 Amtssprache in Schweden. Es gibt noch anerkannte Minderheitssprachen neben Schwedisch wie Finnisch, Jiddisch, Romani oder Samisch zum Beispiel. Die meisten Schweden sprechen aber auch sehr gutes Englisch und einige haben auch Deutschkenntnisse. Oder ja, je nachdem, wo man wohnt, sind die Deutschkenntnisse relativ verbreitet. Da Schwedisch und Deutsch ja verwandte Sprachen sind, sie gehören beide zu den germanischen Sprachen, ist das Lernen der schwedischen Sprache für Deutsche relativ einfach. Also viele Wörter ähneln sich, nur die Aussprache ist eben völlig anders. Wer nach Schweden auswandern möchte, der sollte schon die Sprache lernen. Also du kannst ja im Vorfeld das über eine App machen, über Duolingo am PC, am Smartphone oder einen Kurs in der Volkshochschule besuchen. Und mit einem Intensivkurs sollte man innerhalb eines Jahres die schwedische Sprache eigentlich sehr gut kennen. Ja, wenn man das im Vorfeld nicht macht, sollte man aber zumindest die Grundlagen der schwedischen Sprache beherrschen. Also das ist schon das Mindeste, wenn man jetzt in ein fremdes Land auswandert. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema der Steuern. Also zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Schweden gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen von 1982 und wer danach lesen möchte, der Paragraph 18, der regelt die Ruhegehälter und ähnliche Zahlungen und der Paragraph 19 den öffentlichen Dienst. Das Besteuerungsrecht steht Deutschland zu. Wer als Rentner seinen Wohnsitz nach Schweden verlegt und deutsche Rente bezieht, ist in Deutschland nur noch beschränkt steuerpflichtig. Also die beschränkte Steuerpflicht, viele von euch wissen das, bedeutet, dass man keine Freibeträge in Anspruch nehmen kann. Als Verheirateter nicht den Splitting-Tarif, man wird als Verheirateter wie ledig behandelt. Man kann weder Sonderausgaben noch außergewöhnliche Belastungen oder den Steuerrabatt von haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkern in Anspruch nehmen.
Ja, und so kommt es dazu, dass sogar bei Kleinstrenten damit ab dem ersten Euro eine Steuer fällig wird, bei beschränkter Steuerpflicht. Zuständig in diesen Fällen ist das bekannte Finanzamt Neubrandenburg, RIA. RIA steht für Rentner im Ausland. Und dieses Amt ist zentral für die gesamte Bundesrepublik, für die Besteuerung der im Ausland lebenden Rentner zuständig. Also für die im Ausland lebenden Rentner zuständig, die eine deutsche Rente beziehen. Und glaubt mir, dieses Finanzamt vergisst keinen. Also wer nicht von sich selber aus tätig wird, erlebt in Form einer Amtsveranlagung irgendwann eine böse Überraschung durch eine Steuerfestsetzung und muss natürlich zahlen und nicht wenig. Also in der Regel ist es ein guter vierstelliger Betrag. Diese Amtsveranlagung, die erfolgt aufgrund einer Mitteilung durch die Deutsche Rentenversicherung. Die Rentenversicherungsträger, die melden ja schon seit Jahren die Daten, die gezahlten Renten an die Finanzverwaltungen. Und das Finanzamt Neubrandenburg, das verzichtet in der Regel auch bei diesen Auslandsrentnern, die der beschränkten Steuerpflicht unterliegen, auf eine Aufforderung. Also sie schicken keine Erinnerung, keine Aufforderung an, sie machen gleich eine Amtsveranlagung und das ist böse. Ja, leider ist vielen Rentnern immer noch nicht klar, dass Renten schon immer steuerpflichtig waren und in den letzten Jahren das noch ein bisschen kritischer zu betrachten ist. Auf jedem Rentenbescheid, auf jeder Rentenanpassung, es steht immer ein Hinweis zur Steuerpflicht, aber die wenigsten lesen sich das natürlich durch. Und wenn man denn als Rentner seinen Lebensabend im Ausland verbringt, verdrängt man das Thema ganz und gar und denkt, naja, mir kann nichts passieren, die vergessen mich schon, ist nicht so. Also im Normalfall unterliegt man der beschränkten Steuerpflicht mit vielen, vielen Nachteilen, weil die Rente ab dem ersten Euro steuerpflichtig ist. Mit einem ganz legalen Trick kann man aber so eine Steuernachzahlung abwehren. Ja, bekommt man aufgrund einer Amtsveranlagung einen Steuerbescheid, kann man ganz normal innerhalb eines Monats einen Einspruch einlegen und einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen. Das funktioniert, wenn im jeweiligen Veranlagungsjahr die gesamten Einkünfte zu 90% der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Bezieht man noch zusätzliche Einkünfte, ausländische Einkünfte, so dürfen die insgesamt nicht höher sein als der gerade für das betreffende Jahr gültige Grundfreibetrag. Von der schwedischen Steuerbehörde muss man sich seine Einkünfte bestätigen lassen und wenn man keine Einkünfte hat, dann eben auch eine Nullbestätigung. Für die Ausübung dieses Wahlrechts sind bestimmte Formulare notwendig. Also ohne Formulare geht gar nichts. Und den Link zum Formularcenter, den findest du hier unter diesem Video. Und wenn man jetzt diese Hürde genommen hat, also man hat jetzt diesen Steuerbescheid aufgrund der Amtsveranlagung in den Händen, man ist tätig geworden, man hat Einspruch eingelegt und die entsprechenden Formulare ausgefüllt, dann stellt man eben einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht. Ja, und bei unbeschränkter Steuerpflicht ist es dann so, dass man den Rentenfreibetrag geltend machen kann, den Grundfreibetrag, die Sonderausgaben, also die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und was da noch so alles ist. Für Werkspensionäre und Ruhestandsbeamte gelten Besonderheiten. Nämlich bei beschränkter Steuerpflicht gilt für diese Einkünfte die Steuerpflicht mit dem vom ehemaligen Arbeitgeber vorgenommenen Lohnsteuerabzug als abgegolten. Bezieht aber jemand neben seiner Werkspension noch eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, dann würde das Finanzamt Neubrandenburg eben nur die Altersrente in die Veranlagung einbeziehen, weil bei der Werkspension ja eben schon Steuern einbehalten wurden und das damit als abgegolten gilt. Also, und in dem Fall ist das Finanzamt zuständig, bei dem der ehemalige Arbeitgeber geführt wird. Ja, und nun nochmal zum Schluss. Es gibt ja so viele, die hier immer auf die Steuern schimpfen. Aber für diejenigen, die über die Steuern in Deutschland schimpfen, nochmal ein Hinweis. 2021 betrug der Höchststeuersatz in Schweden 52,85%.
Kommen wir mal zu den Lebenshaltungskosten. Ich möchte nicht allzu viel darüber sagen, weil sich das wirklich ständig ändern kann. Also wer jetzt von Berlin nach Stockholm zum Beispiel zieht, der benötigt für seinen gleichen Lebensstil in Stockholm schon etwas mehr Geld als in Berlin. Also so etwa zwischen 15 und 20% mehr. In Kleinstädten oder ländlichen Gegenden ist es natürlich günstiger. Ansonsten sind die Lebenshaltungskosten in etwa mit den Preisen in Deutschland vergleichbar. Ja, die schwedische Küche, die gilt als einfach und unkompliziert. Sie ist geprägt von ländlicher Hausmannskost wie Brot, Käse, Hackfleisch, Fischgerichte oder Wild und eine Menge Süßspeisen und Backwaren. Außerdem kann man Beeren, Pilze oder Kräuter sammeln. Die meisten Schweden leben im Süden des Landes, während der Norden fast unbewohnt ist. Ja, abschließend noch ein paar Worte zum Klima. Schweden gehört ja zu den skandinavischen Nationen und hat somit ein kälteres Klima, als wir es von Deutschland gewohnt sind. Die Winter sind noch richtige Winter mit trockener Kälte. Die Sommer haben eine Durchschnittstemperatur von 18 Grad, wobei es durchaus auch 25 bis 30 Grad geben kann. Von Oktober bis März gibt es wenig Sonnenstunden, man sagt so 1 bis 3 Sonnenstunden am Tag. Also wer kein Freund der Sonne ist oder Sonne nicht so gut verträgt, der hat wahrscheinlich in Schweden sein günstiges Klima gefunden. Im Süden Schwedens sind die Temperaturen in etwa vergleichbar mit denen in Norddeutschland. Im Norden verweilt der Winter tatsächlich etwas länger. Ja, in Schweden kann man große Weiten der unberührten Natur entdecken und Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Man kann den eurasischen Fuchs, man kann den eurasischen Luchs, den Braunbär, den Wolf erleben, aber auch Süßwasserfische, Salzwasserfische, Lachs, Biber, Fischotter oder Robbe sieht man in Schweden. Das Klima kann sowohl als Vorteil als auch als Nachteil empfunden werden. Es sieht jeder eben ein bisschen anders. Es ist aber kühler als in Deutschland mit reichlichen Niederschlägen und auch etwas dunkler. Aber Schweden hat über 90.000 Seen, die zum Fischen, zum Baden und zum Bootsfahren einladen. Also im Sommer kann man durchaus ja angenehm in den Seen baden. Im Norden hat man im Sommer bis zu 24 Stunden Sonnenschein am Tag und im Winter bis zu 24 Stunden Dunkelheit. Dieser Unterschied zwischen dem langen Tageslicht im Sommer und der langen Dunkelheit im Winter ist natürlich nicht jedermanns Sache. Also ich persönlich würde gar nicht damit klarkommen. Wenn du also nach Schweden auswandern möchtest, dann solltest du das Land unbedingt während dieser beiden Extreme besuchen. Das betrifft die Lage zwischen dem 55. und 69. Breitengrad. Also unterm Strich gesehen herrscht im äußersten Norden polares Klima und im Südschweden ist das Klima gemäßigt bei eher milden Wintern. Das war jetzt mal eine kleine Exkursion nach Schweden. Also Fragen, Kommentare, Anregungen oder eben Richtigstellungen bitte unten in die Kommentare. Es kann sich, wie ich anfangs schon sagte, ständig was ändern. Heute ist der Stand 14. Januar 2022. Ach so, und abschließend vielleicht noch mal ganz kurz die Vorteile zusammengefasst. Also der Umgangston in Schweden, der ist sehr gelassen. Die Hierarchien sind flach. Auf den Autobahnen kann man keine Rennen fahren. Die Luft ist sauber und das Wasser in den Seen und Meeresbuchten, selbst im Hafen von Stockholm, hat Badequalität. Abfall findet man auf den Straßen so gut wie gar nicht. Schweden ist mit seinen wunderschönen Landschaften das perfekte Land zum Abschalten. Man kann in Schweden das Jedermannsrecht genießen. Das kennen wir nun von Deutschland überhaupt nicht. Also du kannst uneingeschränkt in die Natur reisen, in den Seen schwimmen oder auch fischen oder auch in der Wildnis einfach zelten. Aber zelten, nicht mit dem Wohnmobil. Ja, also von daher alles viel einfacher, entspannter und naturbelassen.